Ich habe an die 30 Kaffeeländer besucht, habe in einigen, wie gesagt, auch gelebt. Ich habe leider auch viele Sachen gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Und für mich hat daher Nachhaltigkeit auch im familiären Sinne einen sehr emotionalen und auch sehr authentischen Ansatz. Mein Name ist Volker Meyer-Lücke. Ich bin Familienvater von 3 Kindern und bin jetzt mit meinem eigenen Projekt am Start, mit einer tollen Mannschaft. Ich bin Daniel Rizzotti, einer der Gründer von Alrighty. Ich liebe unser Projekt und wir haben viel vor, Großes vor und wollen die Welt bewegen. Manuel Neuer ist Mitgesellschafter und unterstützt diese Idee von Herzen aus, und Jane Goodall ist die Schirmherrin dieses Projekts, was mich sehr glücklich macht. Die 3 großen Probleme, die wir im Kaffee haben, neben dem Klimawandel, ist, dass es eine zu große Konzentration auf die 2 Top-Erzeuger am Kaffee gibt, die für annähernd 60% des Marktes stehen. Das ist Brasilien und Vietnam. Sie dominieren diesen Markt kraft vor allem ihrer Masse. Und die 22 Produzenten, die es zum Beispiel in Afrika gibt, drohen zu verschwinden. Und das ist etwas, was sehr schade ist, weil afrikanische Produzenten oder auch das Profil von afrikanischen Kaffees in Äthiopien vor allen Dingen, diese 22 Kaffeeländer, die es in Afrika gibt, repräsentieren nicht mal mehr 10% des Weltkaffeehandels, was etwas ist, wo wir gegen anwirken wollen und das sensibilisieren wollen. Das ist also Punkt 1. Punkt 2 ist, dass das Durchschnittsalter des Kaffeefarmers bzw. der Kaffeefarmerin heutzutage so bei mindestens 50 Jahren plus ist. Das heißt, der Generationswechsel hätte eigentlich gerade in diesen Gesellschaften längst stattfinden müssen. In Äthiopien beispielsweise ist das Durchschnittsalter der 110 Millionen Äthiopier 19 Jahre. So, und diesen Generationswechsel, also mir geht es jetzt nicht so sehr um Alter, sondern dass es im nachhaltigen Sinne, sagt man ja, man produziert so, dass die Kinder und Kindeskinder davon leben können. Und diesen Punkt der Next Generation, so wie wir es nennen, ist der zweite Aspekt, den es aus unserer Sicht zu unterstützen bzw. zu sensibilisieren gilt. Und das dritte ist, dass es viel zu wenig Frauen gibt, die eine Kaffeefarm führen. Und speziell der Effekt, dass wenn eine Frau eine Kaffeefarm führt, also ein eigenes Einkommen generiert, wieder in einer sehr macho geprägten Gesellschaft, Zentralamerika, Südamerika, afrikanisch, hat natürlich in vielerlei Hinsicht einen positiven Effekt. Und diese 3 Sachen, Next Generation, Frauen und afrikanische Produzenten, sind natürlich auch etwas, was sich auf Jane Goodall als britische Umweltaktivistin extrem gut im Sinne einer Schnittmenge abbilden ließ. Und deswegen ist sie auch Schirmherrin dieses Projekts. Alles, was wir beziehen an Kaffee, ist aus einem sogenannten Responsible Sourced Aspekt, also wo wir die Nachhaltigkeitsidee selbstverständlich erfüllen wollen und müssen. Und natürlich auch, es bringt mir ja nichts, wenn ich die tollste Haltung habe, aber der Kaffee schmeckt nicht. Also es beginnt natürlich mit Qualität, dann einem Responsible Sourced Aspekt und dann diesen 3 eben genannten Punkten, die wir zusätzlich sensibilisieren und von denen wir eben Kaffee kaufen. Das nennen wir Caretrade-Philosophie und das ist das, was hinter Alrighty als Vision und Idee steht. Und zwar auf jede Bohne und jedes Produkt, was wir in den Markt bringen. Dieses Nachhaltigkeitskonzept, was wir leben mit Alrighty, ist wirklich sehr einmalig und da ist der Ort, in dem wir uns bewegen, muss dann auch im Einklang sein und Wohlfühlfaktor ist wichtig und Inspiration und das macht einfach Spaß und das gibt mir sehr viel oder uns Zufriedenheit. Wichtig ist, unsere Rösterei hier im Werksviertel ist ja unsere Seele und da muss man wahnsinnig viel Herzblut reinhängen und sehr viel Gefühl. Wir wollen hier einen Ort schaffen, wo die Menschen einen Moment bekommen, wo sie sich wohlfühlen. Guter Sound, guter Genuss, gutes Feeling, gutes Licht. Einfach ein Wohlfühlort. Bei so einer Umsetzung so eines Projektes hat man natürlich sehr viel im Kopf oder im Bauch und da hat man natürlich, wenn man Dinge sieht, die andere nicht sehen, hat man natürlich auch sehr viele Zweifler und das ist natürlich auch sehr gegen Widerstände muss man da auch ankämpfen und dass wir das dann wirklich auch so geschafft haben, das alles so umzusetzen, das hat sehr viel Körner gekostet, aber wenn ich jetzt hier in der Rösterei sitze, sehe ich, dass sich das gelohnt hat und eine Location also von der Umsetzung dann quasi da bis zum Anschlag gefahren ist.
Ja, also das Konzept ist sehr detailig und wir haben ja jede Schraube grün lackiert. Wir haben dieses Lichtkonzept, was wir ja gemacht haben. Es hat lange gedauert, bis wir das ausgetüftelt haben. Die Schütten haben wir gemacht. Das sind die Nachbildungen der großen Silos. Das sind jetzt, die nennen wir Silinos, wo der frische Kaffee reinkommt, dass wir die frisch abpacken. Das ist alles dann sehr viel Puzzlearbeit, aber im Gesamtbild passt das alles zusammen. Was ich auch extrem loben muss, ist die Zusammenarbeit mit Gießen. Wo ich zum ersten Mal mit dem Volker bei Gießen in Holland war, das war wirklich cool zu sehen, wie viel Handwerk das auch ist. Und Gießen hat uns von Anfang an verstanden, dass wir E-Röster brauchen in der Größe. Und die sind voll auf uns eingegangen und haben das Potenzial auch gesehen. Und ich muss echt sagen, ein sehr guter Partner für uns, passt perfekt zu uns und ich glaube, wir werden noch sehr viel Freude haben mit Gießen, kann ich nur empfehlen. Bei der Auswahl des Rösters bzw. des Equipments für eine Rösterei ging es mir darum, dass ich vor allen Dingen jemanden finde, wo ich mich im Sinne eines partnerschaftlichen Aspektes gut aufgehoben fühle. Letztendlich konzentriert sich ja die Röstergilde und Gesellschaft so am Niederrhein und es ist sicherlich technisch vielleicht an vielen Stellen ähnlich, speziell bei der Auswahl dieser Röster, wo wir es ja mit Elektroröstern zu tun haben, war mir das sehr wichtig, weil wir eben aufzeigen wollten, dass es auch Alternativen zu dem bekannten Öl und Gas gibt. Und die sah ich speziell bei Gießen extrem gut erfüllt, weil diese Art von Röster in der Größe gab es noch nicht. Und bei einer Größenordnung von, ich sage jetzt mal, ungefähr 100 Jahrestonnen stößt man dann ja auch an gewisse Grenzen, die ich aber jetzt ja mit dieser Rösttechnik und diesen Röstern erfüllt sehe. Und immer wiederkehrend, dieser Standort ist für mich deswegen vor allen Dingen wichtig, um unsere Seele zu zeigen und auch Alternativen, sei es jetzt die Beschaffungsformen, die Unternehmensformen, wie man vielleicht auch Mitarbeiter führt. Man spricht ja heute gerne von Companies with Purpose. Das kann ich nur unterstreichen und natürlich bezieht sich das auch auf die Röster. Aber da, wo man sich am besten aufgehoben fühlt, im Sinne von, ja, man erkennt die Needs, die hier für diesen Standort erforderlich sind. Man bringt sich ein mit Ideen. Ich bin ja kein Techniker, kein Ingenieur, sondern ich muss mich ja auf jemanden verlassen und auch vertrauen können, dass er die Dinge in meinem Sinne umsetzt. Und die fand ich bei Gießen im ganz Besonderen gegeben, sodass die Entscheidung dann auch auf Gießen fiel. Für uns war es die Herausforderung, die es auch sehr, sehr interessant macht bei diesen Projekten. Und es hat super viel Spaß gemacht, das auch zusammen umzusetzen. O'Reilly ist ein Betrieb, der nicht nur auf Geld schaut, sondern die wollen wirklich was bewegen. Ich wollte gerade in diesem Bereich sehr, sehr viel machen und habe das aber nicht so richtig umsetzen können in dem Umfeld, in dem ich vorher war. Und dann ergab sich, dass ich zusammen mit meinem Partner Daniel Rizzotti, der auch bei Dahlmeier war, Manuel Neuer kennenlernen durften, der sich sehr für Kaffee interessiert hat, weil er Kaffee als Getränk liebt und schätzt und gerne dort was machen wollte. Und über diesen Weg, sage ich jetzt mal, ergab sich dann dieses Projekt, was ich im höchsten Maße als erfüllend im verbleibenden Berufsdrittel, so würde ich es mal nennen, sehen kann, was mich sehr glücklich macht.